need better connections between scientists, between politicians, but also with citizens. I think we need to merge all of these different discussions together and trying to find the answers with values, with science, and with policies on the road ahead. It's important to bring them together. Now they've been excessively in silos so far. Scientists have much more to give to policy than simply peer-reviewed research synthesis. These form an important foundation of science for policy, but we have much more capabilities to offer, especially in foresight and especially in analyzing uncertainties and looking towards the future. There's unlocked potential that scientists have in science for policy today. Systemische Krisen sind sehr komplex und entsprechend ist es natürlich herausfordernd, auch als Milizparlamentarierin oder Parlamentarier diese Themen zu bearbeiten. Umso wichtiger ist der Dialog mit der Wissenschaft und das ständige Dranbleiben auch und der Austausch. Es braucht entsprechende Gefäße, es braucht ein klares Mandat auch für die Akademien, damit sie wirklich den Dialog mit der Politik suchen und vorantreiben kann. Damit das Dreieck Politik, Wissenschaft und Wirtschaft funktioniert, braucht es Kommunikation. Es braucht gegenseitiges Verständnis für die Art, wie gearbeitet wird, wo gearbeitet wird, und es braucht vielleicht auch geeignete Plattformen und geeignete Gefäße, wo solche Austausche stattfinden können. Hier kann die Wissenschaft uns mit Daten und Ergebnissen Entscheidungsgrundlagen liefern, welcher Weg innerhalb der Kreislaufwirtschaft in einem bestimmten Sachverhalt der ökologisch beste Weg ist. Einander zuhören, Fragen stellen, sich kritisch mit Inhalten auseinandersetzen, dann kommen wir weiter, dann entsteht ein höheres, ein besseres Verständnis und die Dinge können sich besser in Bewegung setzen. Die Schweiz ist zwar innovativ, aber wenn es um politische Prozesse geht, ist sie doch relativ langsam unterwegs. Das heißt, eine Struktur zu bauen, ein Expertenrat oder so irgendwie, das wird nicht so schnell funktionieren. Wenn das nicht möglich ist, heißt das nicht, dass man nichts tun kann. Man kann trotzdem auf bilateralem Weg sehr viel mit Menschen sprechen und versuchen, den Dialog mit der Öffentlichkeit und der Politik zu suchen. Und es gibt auch viele Leute, die sehr offen sind dafür und mithelfen. Oft, was wir vorschlagen, ist relativ abstrakt. Also es sind Sachen, die sind weit weg, räumlich oder zeitlich, oder sind nicht sehr relevant. Und dann sind natürlich unmittelbar die Prioritäten der Gesetzgebung oder der Politik an einem anderen Ort. Wenn es uns gelingt, Lösungen zu finden, die direkter relevant sind und die auch positiv sind, wo die Menschen einen Nutzen davon haben, dann sind sie viel einfacher zu überzeugen, als wenn man nur mit abstrakten Weltuntergangsszenarien operiert.